Diagnose war am Anfang auf jeden Fall ein Schock. Man weiß nicht, was auf einen zukommt, was Diabetes überhaupt bedeutet. Und ich habe damals gerade angefangen mit dem Inlineskaten und das wollte ich auf jeden Fall weitermachen. Und mir war dann auch nicht klar, ob ich das kann und inwieweit ich das dann auch kann. Das Schwierigste, was ich mit einer Hypo bis jetzt erlebt habe, war, als ich in der Klinik auch gearbeitet habe, schon am Anfang des PJs. Und ich war Fahrradfahren 1-2 Stunden, habe danach nochmal zu Abend gegessen und dann wurde mir kurze Zeit darauf leider schlecht und ich musste mich dann auch übergeben. Habe also, obwohl das Insulin schon abgegeben war, das Essen wieder erbrochen. Das Insulin hat weitergewirkt. Zusätzlich hat noch der Muskelauföleffekt nach dem Fahrradfahren den Blutzucker gezogen, sodass ich innerhalb kurzer Zeit auf Werten unter 50 war. Und auch nachdem ich einen halben Liter Cola getrunken habe und Traubenzucker gegessen habe, ist der Zucker immer weiter abgefallen. Sodass ich dann letztlich mit 2, 3 Kollegen noch, die mich dann in die Notaufnahme gebracht haben, in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, habe ich mich da leider dann versorgen lassen müssen. Das war zum ersten Mal, dass ich selber nicht mehr klargekommen bin mit einem Unterzucker. Ja, war schon ein komisches Gefühl, wenn man nicht mehr selber die Kontrolle darüber hat, nicht mehr beherrscht, was man machen kann. Aber ich bin froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist im Nachhinein. Ja. Die Insulinpumpe habe ich nach 2 Jahren bekommen, nachdem meine Erstdiagnose her war. Und es war zunehmend schwierig mit den Insulinpens und dem Sport, dem Inlineskaten, mit den Wettkämpfen, das alles richtig zu steuern, dass ich meine optimale Leistung abrufen konnte. Also so habe ich dann einmal eine Pumpeprobe getragen und nachdem mich das kaum im Alter gestört hat, auch beim Sport eigentlich sehr gut funktioniert hat, habe ich mich dann entschlossen, eine Pumpe dauerhaft anzulegen. Das Beste an der Insulinpumpe ist, dass mit Hilfe der Pumpe muss ich nicht mein Leben dem Diabetes anpassen, sondern ich kann den Diabetes quasi so steuern, dass er mich in meinem Leben nicht beeinträchtigt. Und das ist das Schönste eigentlich.